Du und ich sind Testfahrer. Warum und wieso erfährst du in diesem Video. Hallo zu einem neuen Video meines Fiat Ducato Camper Motorschadens. Das hier ist mein neuer Leihwagen. Bevor ich mit der Chronologie der Ereignisse fortfahre, eine kurze Zusammenfassung und ein paar Gedanken zu der ganzen Geschichte. Ich bin jetzt hier in Deutschland und warte auf die Reparatur des Wagens und da gibt es einen neuen Motor, das steht definitiv fest. Und da habe ich mich vorab informiert, ob es vielleicht nicht einen besseren Motor gibt. Leider gibt es aber nur tatsächlich die 2,2 Liter Version in der aktuellen Variante dieses Stellantis-Fahrzeugs. Und der wird mit 120 PS, 140 PS und 180 PS ausgeliefert. Jetzt habe ich mir mal die Statistiken dazu angeschaut. Und tatsächlich ist es so, dass der 140 PS Motor der stabilste ist. Denn logischerweise 180 PS, da muss turbomäßig, da muss kompressionsmäßig was gemacht werden. Der ist dann unter Umständen sogar anfälliger. Also ich kriege nach wie vor den 140 PS Motor eingebaut. Generell habe ich mir auch Gedanken dazu gemacht, warum, so macht es zumindest den Eindruck, wenn man auch eure Kommentare liest und eure E-Mails, die ihr mir geschrieben habt, warum fallen die Camper so häufig aus? Also gerade mal dieser neuen Bauserie ab 2022. Es geht da wohl um eine Ölpumpe, das steht fest. Aber der Eindruck ist halt, dass Camper besonders häufig ausfallen und nicht eben die Fiat-Nutzfahrzeuge bzw. die Stellantis-Nutzfahrzeuge. Sei es ein Movano als Lieferwagen oder ein Ducato als Zustellfahrzeug. Die sieht man ja auch millionenfach eigentlich auf der Straße. Man sieht sie zwar nicht, aber sie sind auf der Straße millionenfach und offenbar sind da die Ausfälle seltener. Bekommen wir Camper vielleicht B-Ware, also Fahrzeuge, die eben nicht so die Qualitätssicherung durchlaufen haben wie eben vielleicht Nutzfahrzeuge, weil wir werden ja auch gesondert behandelt. Die Nutzfahrzeugspalte ist eine Sache, bei Fiat jetzt zum Beispiel, und die Camper-Sache eine andere. Über deine Fahrzeugidentifikationsnummer kannst du mit Fiat Nutzfahrzeuge keine Garantie beantragen. Das geht nur bei der Camper-Assistance. Ist es vielleicht so, dass der Camper vielleicht gar nicht so ein besonders qualitätsgeprüftes Auto haben soll oder muss? Weil a, er ist älter, fährt dadurch meistens vorsichtiger als zum Beispiel der Lieferwagenfahrer, der vielleicht der Stift ist, gerade seinen Führerschein 2 Wochen hat, oder der Monteur, der das Fahrzeug komplett überladen hat. Das sind ja vollkommen unterschiedliche Behandlungen des Fahrzeugs. Und dann ist natürlich auch der Camper meistens derjenige mit mehr Geld, vermeintlich, und mehr Zeit, um auf die Reparatur zu warten. Bekommen wir also B-Ware als Camper. Das ist jetzt hier keine aus der Luft gegriffene Sache, außer an den Gründen, die ich jetzt gerade vorgetragen habe, sondern das ist mir schon bei der Übernahme des Fahrzeugs aufgefallen, denn ich als Händler hätte den Wagen auch gar nicht so rausgegeben. Nicht ein einziges Türscharnier, Motorhaubenscharnier, Gelenk, irgendwas hatte nur ein Tröpfchen Öl oder eine Spur Fett oder auch Silikon, irgendwas gesehen. Das Fahrzeug wurde mir trocken übergeben und nicht nur das. Ich machte die Motorhaube auf, stellte fest, oh, der ganze Luftfilterkanal, da fehlten 2 Schrauben. Dann, als der Motorschaden eingetreten ist, habe ich das Batteriefach aufgemacht und da flog eine lose U-Scheibe herum. Also offensichtlich wurde hier geschludert. Damals habe ich noch gedacht, ja gut, der kommt aus Italien vielleicht und in Italien nimmt man es halt nicht so genau. Aber ist es vielleicht nicht eine generelle Krankheit bzw. generelle Variante, dass wir einen qualitativ minderwertigen oder nicht so qualitativ überprüften Wagen bekommen? So, jetzt aber weiter mit dem eigentlichen Video der unendlichen Geschichte meines Camper-Motorschadens. Viel Spaß! Blablabla, heute geht es nach Deutschland von Norwegen aus und da geht die Geschichte um einen Stellantis-Wagen weiter. Einen wunderschönen guten Morgen aus Koblenz, aus dem sonnigen Koblenz. Wunderschön hier im Herbst. Ich hole jetzt meinen Mietwagen ab, leider ohne E-Bike, da mein E-Bike ja eigentlich mit dem Camper nach Norwegen gekommen war, aber eben nicht mehr zurück, weil mein Wagen in einer Werkstatt in Ålesund stand, 4,5 Stunden von mir entfernt und man keinen Zwischenstopp bei mir gemacht hat. Blöd, aber ich kriege einen Mietwagen. Juhu! Also wenn man jahrelang in Norwegen gejoggt ist, dann ist das hier im Rheinland gar nichts. Füße vertreten. Easy peasy, 3 Kilometer zur Mietwagenstation.
Jo, da sitze ich im Mietwagen. Der ist von Stellantis bezahlt worden. Vielen Dank schon mal dafür, weil das ist eigentlich auch schon alles Sache des Händlers. Das hier ist alles eigentlich Gewährleistung des Händlers. Der kümmert sich aber um gar nichts und auf einmal will er auch von der Wandlung nicht mehr so richtig was wissen. Jedenfalls nicht zu dem vereinbarten Termin, zu dem Ultimatum, was ich ihm gestellt habe. Plötzlich geht er davon aus, dass wenn der Wagen in Deutschland ist und er den gesehen hat, dass erst dann die Wandlungsfrist beginnt. Aber nichts da. Er hatte von der ersten Minute an die Möglichkeit, sich um die ganze Sache zu kümmern, nämlich hier jede Menge Zeit vor allen Dingen gekostet hat. Und eigentlich hätte er das eben alles leisten müssen und jetzt wird er noch irgendwie komisch. Ja, ich komme mir auch allmählich vor, als wenn ich in meiner eigenen Soap sitzen würde. Ich bin hier der Darsteller, der Regisseur, aber wer das Drehbuch schreibt, keine Ahnung, was für ein Schwachkopf das ist. Jedenfalls ist es ein einziges Up und Down, wie man das halt von irgendwelchen blöden Soaps kennt. Und allmählich habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Ich fahre heute Nachmittag zur Werkstatt erstmal vorbei. Da sagt er auch, er müsste sich das Auto ja persönlich anschauen, also der Händler wohlgemerkt. Hätte er machen können, das steht hier in Altenkirchen, nicht weit weg von ihm. Ich werde aber jetzt dahin fahren, weil ich auch noch jede Menge Gegenstände da drin habe. Wie zum Beispiel meine Warthose, die brauche ich vielleicht jetzt hier nicht. Aber einige andere Sachen halt, die ich auf jeden Fall brauche. Und guckt mal, was ich da an Informationen rauskriege, was die Werkstatt sagt, ob sie das überhaupt jetzt noch final angeschaut hat. Denn sie wollte wieder eine eigene Diagnose machen, also nichts damit, dass der Wagen Mitte Oktober repariert werden kann. Hey, jetzt guckt euch an, was das Drehbuch schon wieder für mich auf Lager hat. Ich glaube das langsam nicht mehr. Da liegt doch tatsächlich ein Baum auf der Straße, während ich eben die Werkstatt besuchen will. Und es ist langsam Richtung Werkstattschluss. Dann drehe ich besser auch um. Dadurch, dass ich dem Rettungswagen hinterherfuhr, kam ich doch noch rechtzeitig an. Das große Wiedersehen nach 9 Wochen. Ja, und in dieser Werkstatt bekam ich dann erstmals mehr als einen Kaffee und vage Worte. Viele technische Details und Insider-Infos und für manchen unbequeme Wahrheiten, die ich gerne mit euch teile. Und hier sind wir beim Online-Shopping des neuen Motors. Damit die Werkstatt den nicht selbst bezahlen muss, braucht diese erstmal einen Geschenkgutschein von Stellantis. Den bekommt sie aber erst nach einer Diagnose. Der Werkstattmeister, der noch nicht vollumfänglich informiert war, machte sich dann mit mir ein grobes Bild von der Situation. Zu unser beider Erstaunen war der Zahnriemen nicht abgerissen. Da ist doch nichts Wesentliches? Ja doch, weil der hier innen drin hat ja die Nockenwellen. Und da könnte es halt sein, dass eine von den Nockenwellen gebrochen ist, wenn die dazu diagnostiziert. Ah, okay. Wie man sieht, hat man doch ein bisschen was gemacht. Und wie ich sehe, der Zoll, der norwegische, der hat hier gründlich geräumt. Bettwäsche abgezogen, krasse Sache, ey. Sachen aus den Fächern rausgeräumt, da hinten der Wassertank ist auf. Hammerhart. Ja, die Norweger verstehen echt überhaupt keinen Spaß. Hier haben sie natürlich überall reingeguckt, wahrscheinlich, was da drin ist. Alles durchwühlt. Die Tankgasflasche war aufgedreht. Das heißt, sie wollten wahrscheinlich überprüfen, ob ich nicht heimlich norwegisches Lachgas entführe, was da so dringend benötigt wird. Wisst ihr Bescheid, wenn er nach Norwegen kommt und auch von Norwegen wieder rausfahrt, und die wollen immer irgendwas finden, besonders beim Camper, und das ist euer eigener und kein Mietfahrzeug, die nehmen alles auseinander. Das heißt, bei der Hinfahrt sind wir richtig durch Röntgengeräte gefahren und mussten in der Halle warten und angeblich hätte ein Hund angeschlagen. Ich bin in Café 4 gesperrt worden für eine halbe Stunde, ohne Telefon, ohne alles, ohne Information. Ist ein bisschen wie in der DDR in Norwegen. So sieht das übrigens aus, wenn der Motor komplett rausgenommen ist. So wird meiner wahrscheinlich auch bald aussehen. Komplett nackert, krasse Sache. Und das hier ist übrigens eines meiner Lieblingsfahrzeuge, der Lada Niva. Das ist sogar die aktuellste Version mit Fensterhebern. Und der Dieselmotor ist tatsächlich ein Lizenznachbau von Fiat. Den hätte ich mir am liebsten bei der Auswanderung nach Gran Canaria mitgenommen. Neufahrzeuge müssen aber leider als Import bezahlt werden. Schade. Also ich war eben in der Werkstatt gewesen, habe mich sehr gut behandelt gefühlt. Gut, die waren auch ein bisschen vorgewarnt durch meine Videos. Sehr informativ, auch mehr Infos bekommen, als ich eigentlich gedacht habe, dass ich bekomme. Aber mit meinem Wandlungstermin, das sieht nicht so gut aus. Da bin ich gespannt, was der Händler dazu sagt. Denn der Händler, wie gesagt, der hat bisher überhaupt nichts in der Sache großartig geleistet, vor allem finanziell. Ich will auch niemanden da in die Insolvenz treiben. Aber ich hoffe, das Ganze geht noch ohne Gericht aus. Das wäre Landgericht. Im Landgericht ist auch Anwaltspflicht. Darauf müsst ihr euch in solchen Sachen noch einstellen. Ja, damit kommen wir zum Anfang und zum Ende der Geschichte und der Beantwortung der Frage, warum sind wir Testfahrer? Ja, und es ist tatsächlich so, wie ich vermutet habe, die EU hat mit meinem Motorschaden zu tun. Es ist so, dass die Hersteller heute viel schneller die Anforderungen zum Klimaschutz erfüllen müssen, als es möglich ist, den Motor
hardwaremäßig zu modifizieren. Das heißt, man hat Abgasrückführung, man hat Katalysator, man hat AdBlue, man hat Start-Stopp, all das. Aber irgendwo sind eben die Grenzen erreicht, aber nicht in den Köpfen von den Bürokraten in Brüssel. Denen ist zwar vollkommen egal, dass Tankschiffe uns Mangos aus Südafrika und Avocados aus Venezuela hierhin transportieren und dabei Milliarden von Heizöl verblasen. Auch ist ihnen egal, dass die Panzer 1000 Liter in der Stunde verbrauchen, die im Moment in der Ukraine fahren, sondern wir kleine Verbraucher sind es schuld. Na, natürlich sind wir es nicht schuld. Es ist eine Lobby. Wir sollen uns neue Autos kaufen. Deswegen. Wie ich schon sagte, kann der Motor hardwaremäßig nicht angepasst werden. Was bedeutet das? Er wird softwaremäßig angepasst. Ihr kennt das vielleicht von dem sogenannten VW-Skandal. Ja, und viele Hersteller können es kaum anders machen. Das heißt, es wird versucht, durch Softwareoptimierungen die Abgaswerte zu erreichen. Jetzt ist es aber so, dass die Hersteller die Vorgaben derart schnell umsetzen sollen, dass ihnen keine Zeit bleibt, das zu testen. Ja, und was bleibt? Du und ich sind Testfahrer. Ja, und unsere Testergebnisse haben gezeigt, dass es nicht funktioniert, und daher gab es jetzt auch vor kurzem ein Software-Update. Mein Kumpel, der fährt einen Opel Movano oder Stellantis Movano, wie man es auch nennen will, und der bekam einen Brief, dass er ein Software-Update aufspielen soll. Und damit kommen wir zum vielleicht positiven Abschluss dieser Geschichte. Der Motor ist bereits in der Werkstatt eingetroffen und, um das Ganze noch spannender wahrscheinlich zu machen, fehlen jetzt irgendwie 2 Dichtungen, aber es könnte rein theoretisch sein, dass die nächste Woche ankommen und der Wagen Ende nächster Woche fertig ist. Dann habe ich meinen Motorschaden repariert, juhu, aber es sind ja noch andere Reparaturen vom Händler diesmal aber wirklich zu erledigen. Und ihr erfahrt natürlich, wie es weitergeht. Bis dann.